Das hier ist wahrscheinlich nicht nur einer der besten Fernseher des Jahres, der 65 Zoller könnte auch einer der besten Deals des Jahres werden, weil es eventuell der günstigste QD OLED TV überhaupt sein wird. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de. Und ja, richtig gehört, der 65 Zoll QD OLED S90F könnte sogar günstiger sein als andere QD OLEDs in 55 Zoll. Wir haben dieses Vorserienmodell bereits bei uns im TV-Labor und sind wirklich angetan. Da es sich aber um ein Vorserienmodell handelt, konnten wir es noch nicht vollumfänglich testen. Ich will euch aber schon meinen ersten Eindruck vorstellen. Wie letztes Jahr beim S90D hat Samsung den S90F je nach Größe entweder mit den eigenen QD OLED-Panels oder mit den normalen OLED-Panels von LG Display ausgestattet. Welches Panel verbaut ist, erkennt man am Modellcode. Denn bei Samsungs 2025er QD OLED-Fernsehern für Deutschland steht ganz am Ende ein T. Und nach den uns vorliegenden Informationen ist das beim S90D nur in 65 Zoll der Fall. Alle anderen Größen haben an der Stelle ein E, welches für die normalen OLED-Panels steht. Und bevor ich darauf eingehe, warum der 65 Zoll S90F der Deal des Jahres sein könnte, erstmal zu den bisherigen Testergebnissen. Die Bildqualität ist auf einem ähnlichen Level wie bei Samsungs Spitzenmodell S95D aus dem letzten Jahr, welches ja auch unser Shootout 2024 gewonnen hat. Und ja, das ist schon eine Ansage. Die Spitzenhelligkeit im Filmmaker-Mode liegt bei dem 10% Fenster, das wir ja immer vergleichen, bei über 1400 Nits. In kleineren Highlights erreicht der QD OLED sogar über 1600 Nits. Gleichzeitig hat er perfektes Schwarz und somit einen immensen Kontrast. Den erweiterten BT 2020 Farbraum deckt er, wie der S95D, zu fast 90% ab. Die Farbmessungen, die wir gemacht haben, waren eigentlich ziemlich korrekt. Allerdings driftete das Bild bei manchen Szenen, die wir uns dann angeschaut haben, zum Beispiel ins Rötliche ab. Wir gehen davon aus, dass es ein Problem der Vorserie ist. Daher will ich nicht weiter auf die Farbgenauigkeit eingehen. Aber das ist einer der Gründe, warum ich euch noch keinen vollumfänglichen Testbericht präsentieren kann. Wir werden den auf jeden Fall nachreichen. Auf der Website geht das schneller und einfacher als in einem Video. Deshalb abonniert den Kanal, denn ich werde euch auch im regelmäßigen Livestream natürlich auf dem Laufenden halten. Dolby Vision unterstützt der Samsung-Fernseher nicht. Allerdings kann er durch die hohe Spitzenhelligkeit und gutes Dynamic Tone Mapping so viel wettmachen, dass das kein großer Nachteil ist. Das Thema wollen wir auch nochmal in einem eigenen Video untersuchen. Für High Dynamic Range ist der S90F also auch super aufgestellt, beziehungsweise so wie es den meisten Leuten gefällt. Denn an der EOTF sieht man, dass er alles etwas zu hell darstellt. Ich würde also sagen, man bekommt ein sehr gefälliges Bild, auch wenn es nicht das exakteste ist. Weil man eben sowohl in dunklen als auch in hellen Szenen alle Details erkennen kann, selbst wenn der Raum nicht stockfinster ist. Und das ist auch eine schöne Überleitung zu den äußeren Einflüssen. Denn man sieht auch wenig Spiegelungen und hat kaum Einschränkungen, wenn man schräg auf den Fernseher schaut. Getoppt wird das bei Samsung nur durch die matte Beschichtung vom S95D oder dem neuen Flaggschiff S95F. Die Beschichtung ist aber auch ein bisschen Geschmackssache. Auf einem matten Display sehen zum Beispiel Kunstwerke deutlich echter aus. Aber dafür hat man leicht angehobene Schwarzwerte in hellerer Umgebung. Samsung hat aber zumindest laut eigenen Aussagen beim S95F nachgebessert. Darauf sind wir also definitiv gespannt. Ansonsten ist auch das Upscaling on point und der S90F liefert extrem klare Bewegtbilder und hat eine gute Zwischenbildberechnung, die beim Sport wirklich Mehrwert liefert. Auch fürs Gaming ist mit 4 HDMI 2.1 Anschlüssen alles für 4K mit bis zu 144 Hertz mit an Bord. Am Design erkennt man sehr schnell, dass es eher um einen wirklich attraktiven Preis geht. Denn die neue Wi-Fi One Connect Box zum Beispiel bietet Samsung nur bei teureren Modellen und auch sonst sieht der S90F eher schlicht aus. Also nicht verkehrt, aber eben jetzt auch nicht besonders. Spannender wird es da bei der Bedienung, denn da hat sich wirklich mal was getan. Die Fernbedienung sieht immer noch fast gleich aus, aber wenn man jetzt was einstellen will, hat man ein kleines, gut strukturiertes Menü unten links im Bild. Ich glaube wirklich, seit ich mich mit Fernsehen beschäftige, ist das bei Samsung die größte oder angenehmste Neuerung.
Gerade wenn man wie ich eben oft Sachen bei Fernsehern umstellen muss. Man kann zwischen 3 Größen wählen, hat die letzten geänderten Einstellungen immer schnell hier oben parat und auch die Suchfunktion funktioniert gut. Genauso ist aber auch das Betriebssystem etwas aufgeräumter geworden. Die Werbung ist, zumindest Stand jetzt, nicht mehr ganz so prominent und irgendwie wirkt alles ein bisschen runder. Bevor ich schon mal meine Einschätzung abgebe, ob der S90F vielleicht auch für dich dieses Jahr in Frage kommt, noch kurz zum Klang. Denn der ist insgesamt klarer und kräftiger als bei den 2024er Samsung TVs. Und er ist sogar in begrenztem Maße räumlich, was definitiv erstaunlich für so ein flaches Design ist. Noch nicht auf dem Niveau von Sony, aber merklich besser als das Gros der ähnlich teuren Konkurrenz. Und das ist vielleicht der Knackpunkt, warum der S90F so ein guter Deal sein könnte. Er wird nicht der beste Fernseher des Jahres sein, denn es gibt ja allein von Samsung noch den S95F und auch LG, Panasonic und Sony haben da noch ein Wörtchen mitzureden. Doch für den Preis, den ich im Herbst oder Winter für möglich halte, könnte es die beste Option sein. Aber es geht hier nur um den 65 Zoller. Denn nur in der Größe gibt es anscheinend in Deutschland das QD OLED Panel. Und das würde eben bei HDR-Content mit den leuchtend hellen Farben einen deutlichen Mehrwert im Vergleich zu normalen OLEDs wie einem LG C4 oder C5 liefern können. In den anderen Größen ist die Konkurrenz wahrscheinlich viel näher beieinander. Wenn ihr noch mehr über den S90F erfahren wollt, nutzt einfach die Links in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch die aktuellen Angebote. Mich interessiert jetzt noch eure Meinung zum S90F, beziehungsweise was euer nächster Fernseher können soll. Also teilt sie in den Kommentaren. Hier erfahrt ihr noch mehr über die Preisentwicklung der neuen Fernseher und vielleicht ist auch das hier interessant.